ARD. Auf dem Kurfürstendamm in Berlin ist viel Betrieb an diesem Septembermorgen. Menschen auf dem Weg zur Arbeit hasten aneinander vorbei, verschwinden in U-Bahnhöfen, Hauseingängen und Nebenstraßen. Auch ein Rechtsanwalt aus Düsseldorf ist unterwegs. Gegen 8:30 Uhr betritt er das Haus mit der Nummer 220. Ein Termin in einer Kanzlei. Es soll um Grundstücksgeschäfte gehen. Was er nicht ahnt: er wird dabei beobachtet. Von einem Mann mit einer Pistole. Im Visier. Verbrecherjagd in Berlin und Brandenburg. Ein Podcast vom RBB. Mit Elvira Siebert. Meine Kollegin aus unserem Fahndungsmagazin Täter, Opfer, Polizei im Rundfunk Berlin-Brandenburg und mit Uwe Madel. Genau, dem Mann, der viele Kriminalfälle hier bei uns im Podcast von Anfang an begleitet hat, als Autor und Moderator der Sendung Täter, Opfer, Polizei. Wir erzählen hier wahre Geschichten von wahren Verbrechen aus Berlin und Brandenburg. Und mehr davon bekommen Sie in der ARD-Audiothek. Heute geht es um einen Mord, der für viel Aufsehen gesorgt hat, damals Ende September 1993 in Berlin. Es war ein kühler Morgen, ein eher grauer Tag und der Tatort war recht ungewöhnlich, der Eingangsbereich eines sehr schicken Hauses am Kudamm. Ein Fall, bei dem am Ende 2 Menschen verurteilt worden sind, aber ebenso ein Verbrechen, das bis heute Rätsel aufgibt. Das Opfer ist Hans-Jürgen L., ist ein Anwalt aus Düsseldorf aus Nordrhein-Westfalen. Berlin gilt damals, knapp 4 Jahre nach dem Mauerfall, als absolute Goldgrube für alle, die mit Immobiliengeschäften großes Geld verdienen wollten. Und dieser Hans-Jürgen L., der will unbedingt dabei sein. Ja, als Anwalt unterstützt er Alteigentümer aus dem Westen, die ihre einstigen Grundstücke und Häuser in den neuen Bundesländern, vor allem in Brandenburg, zurückhaben wollen. Er war als sogenannter Liquidator eingesetzt für oft millionenschwere DDR-Grundstücke. Klar, dass man sich da nicht nur Freunde macht. Wir sind also im Jahr 1993. Das ist jetzt 32 Jahre her. Wir schauen einfach noch mal zurück in diese Zeit. Ich habe es ja schon gesagt, 4 Jahre war der Mauerfall her. Und 3 Jahre gab es zu der Zeit schon das neue, wiedervereinigte Deutschland. Ja, und was noch? Bill Clinton wird Präsident der USA. Er bleibt das für 2 Amtszeiten. Aus der CSSR, der Tschechoslowakei, entstehen 2 Einzelstaaten, nämlich Tschechien und die Slowakei. Und auch das war neu in Deutschland. Es werden 5-stellige Postleitzahlen eingeführt. 5-stellige Postleitzahlen und es gab noch die D-Mark. Den Euro gab es ja erst sehr viel später. Das heißt, alle Geschäfte werden natürlich in D-Mark abgewickelt. Und zu einem dieser Geschäfte ist an diesem Septembermorgen 1993 auch Hans-Jürgen L. unterwegs, dieser Anwalt aus Düsseldorf. Ja, und er hat es eilig. Morgens gegen 8:30 hat er einen Termin in Berlin am Kurfürstendamm. Die Nacht davor hat er am 30 Kilometer entfernten Potsdam verbracht, wo er häufig übernachtet, wenn er hier in der Gegend zu tun hat. Er betritt das Haus mit der Nummer 220. Der Eingang dafür liegt damals neben einem Fachgeschäft, vielen Berlinern bekannt noch als Pelzlösche. Das Geschäft gibt es heute nicht mehr. Im Gebäude haben mehrere Kanzleien aber ihren Sitz. In der Lobby warten schon einige Menschen vor dem Fahrstuhl. Hans-Jürgen L. schiebt sich an ihn vorbei und will die Treppe nehmen. Was er nicht ahnt und offenbar auch nicht mitbekommt, kurz nach ihm betritt ein weiterer Mann das Foyer. Dieser folgt ihm aber nicht, sondern bleibt im Foyer stehen und studiert dort intensiv die Firmenschilder an der Wand. Und auch danach bleibt er im Gebäude, so als würde er auf etwas warten. Wahrscheinlich ahnen Sie es schon. Er wartet auf Hans-Jürgen L. Denn als der Anwalt etwa 1 Stunde später diese Treppe wieder herunterkommt, zieht der Unbekannte plötzlich eine Waffe. Ohne Vorwarnung beginnt er auf den Anwalt zu schießen. Und das mehrfach. Spiegel gehen dabei zu Bruch. Der Schütze flieht dann durch den Hinterausgang und Hans-Jürgen L., der schleppt sich mit letzter Kraft vor das Haus. Und dort vor dem Eingang bricht er zusammen, von mehreren Kugeln getroffen. Er blutet stark und verliert das Bewusstsein. Passanten auf der Straße versuchen ihm zu helfen, auch mit Herzdruckmassage und Mund-zu-Mund-Beatmung. Doch als der Notarzt eintrifft, kann er nur noch den Tod des Mannes feststellen.
Hans-Jürgen L. verstirbt an inneren Blutungen mitten auf dem Kudamm. Ein Zeuge beschreibt damals gegenüber der SFB-Abendschau die Situation, und zwar nur eine Stunde nach der Tat. Hörte halt es knallen, guckte von der anderen Straßenseite rüber zu Pelzlösche, sah zwei Herren weglaufen und Sekunden später kam der angeschossene Herr, also der Herr talkend raus, brach dann zusammen. Ging ich dann hier rüber, um die ganze Sache mal so anzugucken. Da lag er halt, Leute pumpten auf sein Herz rum, und, um das wiederzubeleben. Und dann kam die weiße Decke drüber und dann war Schluss damit. Schaulustige und Reporter versammeln sich dann rund um den Tatort, den die Mordkommission später weiträumig absperren lässt. Die Leiche liegt mit einer Rettungsplane bedeckt auf dem Gehweg. Auch der damalige Polizeipräsident Hagen Sabaschinski kommt persönlich damals zum Tatort und setzt dann kurz danach eine Belohnung aus, und zwar von 10.000 D-Mark, die gezahlt würden, wenn es Hinweise gibt, die zur Ergreifung des Täters führen. Die Polizei beginnt jetzt vor Ort sofort natürlich nach Zeugen zu suchen. Wer hat was gesehen, wer hat was mitbekommen? Und siehe da, einigen Zeugen ist tatsächlich ein verdächtiger Mann aufgefallen, der vor den Schüssen schon eine ganze Weile im Foyer des Hauses 220 gewartet hatte. Und diese Zeugen, die schätzen den Mann auf Anfang, Mitte 30 und beschreiben ihn als gepflegt. Er hat dunkles Haar und ist ca. 1,85 Meter groß. Also eine recht gute Beschreibung. Nun übernimmt die erste Mordkommission diesen Fall. Der Leiter damals, Karl Flor, eine Legende unter den Mordermittlern. Wir haben ihn schon öfter hier bei uns im Podcast gehört, zum Beispiel in der Folge Mord im Schrievergarten, ein Fall, bei dem zum ersten Mal in Berlin DNA-Spuren gesichert wurden und auch vor Gericht eingesetzt wurden. Karl Flor fasst die ersten Erkenntnisse zur Tat zusammen und auch zur Flucht des Täters. Wir gehen also davon aus, dass es sich hier einwandfrei um einen sogenannten Auftragsmord handelt, da wir keinerlei Hinweise beispielsweise auf einen Raubmord oder dergleichen haben. Neu in dieser Sache ist jetzt, dass er, nachdem er das Haus über den Hinterausgang Richtung Meinecke-Straße verlassen hat, vermutlich gegen 9:40 Uhr oder genau 9:40 Uhr wiedergesehen wurde, als er wahrscheinlich, ich muss hier also doch noch im Konjunktiv sprechen, einen Bus der Linie 129 am Kurfürstendamm Höhe Bleibtreustraße bestiegen hat, mit dem Bus bis zum Adenauerplatz fuhr, hier den Bus verließ und dann in einen silbergrauen Pkw eingestiegen ist. Ein Mörder, der im Linienbus vom Tatort flüchtet. Also das haben wir hier tatsächlich sehr selten. Am Adenauerplatz verliert sich dann aber eben die Spur des Täters, nachdem er in diesen Pkw eingestiegen war. Wer ist dieser Mann, von dem die Polizei dann ein Phantombild veröffentlicht? In unserem Video auf YouTube können Sie das jetzt sehen. War dieser Mann wirklich ein Auftragskiller, wie es die Polizei vermutet? Und was war der Grund, Hans-Jürgen L. in solcher Öffentlichkeit zu erschießen? Wir haben ja schon erwähnt, dass die Geschäfte und die anwaltliche Arbeit von Hans-Jürgen L. nicht überall auf große Gegenliebe stießen. Wer die Interessen von Alteigentümern durchsetzen will, der wird von Menschen, die deshalb ihre Häuser und Grundstücke verlieren, natürlich als Gegner, als Feind angesehen. Wer war also dieser Hans-Jürgen L.? Der Mann ist damals 56 Jahre alt, zum zweiten Mal verheiratet. Bis kurz vor seiner Ermordung war er Leiter der Rechtsabteilung beim Reiseriesen LTU. Danach eröffnet er eine Kanzlei mit Fokus auf Immobiliengeschäfte. Und zwar an einer der teuersten Adressen Deutschlands, an der berühmten Düsseldorfer Königsallee. Er verdient sehr gut, kleidet sich elegant, ist eloquent. Und manche würden in ihm vielleicht das Klischee vom Karrieremenschen sehen. Jemand mit Einfluss, der sich auch in der Düsseldorfer Schickeria sehr zu Hause fühlt. Ja, und es sind keine kleinen Geschäfte, die er jetzt betreut. Bei der Rückübertragung von Immobilien und Grundstücken an westdeutsche Alteigentümer gibt es auch echte Filetgrundstücke, also Liegenschaften im Wert von einigen Millionen D-Mark. Und entsprechend hoch war auch das Honorar damals. Nur auf diesen Grundstücken in den neuen Bundesländern leben seit Jahrzehnten ja Menschen, die sich jetzt nicht einfach so vertreiben lassen wollen. Andererseits sind viele auch vom aggressiven Verhalten und den juristischen Drohungen des Westanwalts eingeschüchtert, die noch dazu rechtlich abgesichert sind. Denn im deutsch-deutschen Einigungsvertrag ist der Grundsatz festgelegt worden, Rückgabe vor Entschädigung. Und genau deshalb fürchten natürlich viele Betroffene im Osten, dass sie nun in dieser Zeit der großen Umbrüche auch noch Haus und Hof verlieren. Das macht natürlich wütend. Könnte hier vielleicht ein Tatmotiv liegen?
Am Tag vor dem Mord war Hans-Jürgen L. jedenfalls wieder in Brandenburg unterwegs, genauer gesagt in Potsdam. Dort hat er dann im sehr noblen Schlosshotel Sizilienhof übernachtet. Für ihn ein idealer Startpunkt für seine Touren quer durch Brandenburg, um eben Rückgabeansprüche klarzustellen und die dann auch gegen den Willen der Nutzer oder Bewohner durchzusetzen. Eine Anwohnerin aus der Gegend rund um den großen Zernsee, das liegt westlich von Potsdam, erinnert sich an die Begegnung mit diesem Westanwalt folgendermaßen. Es waren dort hinten, schade, dass Sie die nicht mehr sehen können, 3 Bungalows, wunderhübsch hergerichtet. Wir hätten gedacht, zumindest hätten die für die Gemeinde als Notwohnungen dienen können, da Bäder und Küche und alles mit drin waren. Aber er hat sie abreißen lassen und dann noch 2 weitere private Bungalows ebenso. Ja. Also ich weiß nicht, ob er den Leuten Geld geboten hat oder nicht, aber es war recht hässlich. Das ist 3 Jahre her, aber auf sehr hässliche Art, dass die Leute völlig beunruhigt waren und auch schon dachten, sich das Leben zu nehmen. So weit ging es schon, ja. Auch andere Anwohner beschreiben diesen Hans-Jürgen L. als ziemlich großspurig. Einer, der mit einem dicken Wagen vorfährt und den Leuten dann ganz offen droht, sie in weniger als einem Jahr von dem Grundstück geschmissen zu haben. Also aus Sicht vieler Menschen im Osten dieses typische Feindbild. Arroganter Wessi, der sich ohne Rücksicht auf Betroffene alles unter den Nagel reißen will. Michael Petzold ist Staatsanwalt in Berlin und hat sich extra für uns noch einmal mit diesem Fall beschäftigt und sich in die alten Akten eingelesen. Auch er bestätigt, dass Hans-Jürgen L. damals offenbar viel Abneigung und auch Hass entgegengeschlagen ist. Morde an Anwälten kommen glücklicherweise nicht so häufig vor. Deswegen war es ja auch so spektakulär. Was man bei Hans-Jürgen L. beachten muss, ist, er war Anwalt in Düsseldorf und war zur Wendezeit eingesetzt in Berlin als sogenannter Liquidator. Also er war tätig, um alte Grundstücke rückzuübertragen. Es ging darum, dass in der ehemaligen DDR Zwangsenteignungen stattfanden und sich jetzt nachdem der Staat sich aufgelöst hatte, Anspruchsinhaber gemeldet haben und gesagt haben, naja, das ist mein Grundstück. Und da gab es Liquidatoren, die dann gesagt haben, jetzt muss rückübertragen werden. Dass, wenn Leute mehrere Jahrzehnte in einem Grundstück gewohnt haben und jetzt kommt ein Westanwalt und sagt, ihr müsst aus diesem Grundstück raus, weil jemand aus dem Westen das Grundstück haben will, dass sich so jemand nicht beliebt macht, das liegt eindeutig auf der Hand. Und klar ist das ein erster Ermittlungsansatz. Nach dem Tod des Anwalts beginnen sofort wilde Spekulationen, wer hinter dem Mord stecken könnte. War es wirklich einer der Betroffenen? Einer, der vielleicht alles verloren hat? Oder vielleicht doch eher ein Konkurrent, der im gleichen Geschäftsfeld aktiv war und neidisch auf die lukrativen Aufträge? Klingt alles wie ein Wirtschaftskrimi. Aber da ist ja noch mehr. In diesem Milliardenpoker um Immobilien in den 9 Bundesländern gab es damals, also Anfang der 90er Jahre in Berlin, nicht nur einen Toten, nicht nur einen Mord. Ja, stimmt genau. 2 Jahre vor dem Tod von Hans-Jürgen L., also 1991, wurde bereits ein anderer Mann umgebracht, der ebenfalls mit Immobiliengeschäften befasst war. Er war ein Beamter, ein wichtiger Beamter des Senats in Berlin. Sein Name Hanno Klein, und über diesen Fall von Hanno Klein haben wir vor einiger Zeit hier bei Im Visier schon gesprochen. Der Titel der Folge: Das Briefbombenattentat. Genau, Hanno Klein hat damals als Referatsleiter in der Bauverwaltung mehr oder weniger darüber entschieden, wer in der Zeit kurz nach dem Mauerfall in Berlin bauen durfte und vor allem wo. Das heißt, wer in dieser Goldgräberzeit in Berlin investieren wollte, der musste erst mal an Hanno Klein vorbei. Und der Mann war damals Investorenbeauftragter des Senats für Grundstücke und Immobilien im Ostteil der Stadt. Da ging es unter anderem um ganz attraktive Liegenschaften am Potsdamer Platz, an der Friedrichstraße oder unter den Linden. Genau dort fädelte er milliardenschwere Projekte für private Bauträger ein. Am 12. Juni 1991 öffnet er spät abends in seiner Privatwohnung, einer großen Altbauwohnung mit 7 Zimmern, nichtsahnend ein Päckchen, in dem eine Bombe steckt. Seine Lebensgefährtin, die am anderen Ende der großen Wohnung schon im Bett lag und schlief,
findet Hanno Klein am nächsten Tag blutüberströmt und tot in seinem Arbeitszimmer. Eine 10-köpfige Sonderkommission nimmt damals die ganze Bauszene unter die Lupe und durchleuchtet eben diese Seilschaften im Osten. Denn Hanno Klein war auch für die Verwertung von Grundstücken aus dem SED-Umfeld und wertvollen Liegenschaften der DDR-Baudirektion zuständig. Auch hier machte man sich ganz sicher nicht unbedingt Freunde. Zumal auch Hanno Klein gern sehr selbstbewusst und sehr großspurig auftrat. Er kam aus wohlhabendem Hause, fuhr Porsche und trug italienische Maßanzüge. Und er war wenig zimperlich, wenn es darum ging, seine Meinung durchzusetzen und dabei Leuten auch mal auf den Schlips zu treten. Er träumte damals von einer neuen Gründerzeit für Berlin ohne Bedenkenträger und ohne den alten Mief. Und wem das nicht passte, so sagte er öfter, der könne ja gern woanders hinziehen. Trotzdem fand die Mordkommission damals zunächst keine wirklichen belastbaren Spuren, die in diese Baubranche führten. Deshalb geriet auch die linksautonome Szene immer wieder in den Fokus. Hier gab es auch eine Art Bekennerschreiben, das sich so wörtlich gegen die Umstrukturierung Berlins zum Nachteil der Kiezbewohner richtete. Und in dem Hanno Klein zum Motor dieser Umstrukturierung erklärt wurde. Die Echtheit des Schreibens war damals lange umstritten. Das Bundeskriminalamt hat es für echt gehalten, doch bis heute ließ sich nicht klären, wer Hanno Klein ermordet hat. Noch immer sucht seine Familie nach Hinweisen. Waren es alte Stasi-Kader, radikale Linke oder Investoren, die sich von ihm benachteiligt fühlten? Nach wie vor ranken sich viele Legenden um den Tod des Baubeamten im Jahr 1991. So erklärt sich dann auch, was passiert, als 1993, also 2 Jahre später, am Kudamm der Düsseldorfer Anwalt Hans-Jürgen L. erschossen wird. Denn sofort kommen natürlich Spekulationen auf, bei denen wieder die Baumafia oder alte Ostseilschaften verdächtigt werden. Der nächste rätselhafte Mord also in der gleichen Branche, so sehen es viele. Aber hatte der Tod von Hans-Jürgen L. wirklich etwas mit seinen Geschäften zu tun? Die Ermittler befragen auch die Anwohner der Grundstücke am Großen Zernsee bei Potsdam, die wir vorhin schon erwähnt haben. Könnte hier jemand ein Motiv gehabt haben, den Anwalt zu erschießen oder so eine Tat zu beauftragen? So hat damals eine Anwohnerin geantwortet. Das glaube ich nicht, so sind unsere Bürger. Ich meine, man könnte für keinen die Hand ins Feuer legen, wenn einer so getriezt wird, aber das glaube ich von keinem. Nee. Am Großen Zernsee, also dort, wo Anwalt Hans-Jürgen L. etliche Grundstücke für die Alteigentümer zurückholen wollte, sollen auch ehemalige Stasi-Mitarbeiter und Offiziere der DDR-Volksarmee gewohnt haben. Deshalb ploppt auch hier der Verdacht auf, dass sich aus diesem Umfeld jemand an dem Wessi-Anwalt rächen wollte. Ja, oder eben generell jemand, der mit ihm geschäftlich Probleme hat. Es ging ja um viel, viel Geld. Mordermittler Karl Flor hat das damals so eingeschätzt. Ob hier drin nun das tatsächliche Motiv zu sehen ist, vermag ich im Augenblick nicht zu sagen. Natürlich richtet sich unser Hauptaugenmerk zunächst hier tatsächlich auf geschäftliche Beziehungen. Wir können aber auch das private Umfeld nicht außer Acht lassen und ermitteln dort genauso akribisch. Ja, es gibt ja auch gute Gründe dafür, dass sich die Ermittler eben auch das private Umfeld des Getöteten anschauen. Denn woher wusste der Täter eigentlich, wann und wo sein Opfer an diesem Tag genau sein würde? Wer wusste von diesem Termin morgens um 8:30 am Kudamm? Auch für Staatsanwalt Michael Petzold ist das ein entscheidender Punkt in den Ermittlungen, eine Frage, deren Antwort zum eigentlichen Motiv führen könnte. Es ist nicht unwahrscheinlich, dass der Mord aus dem nächsten Umfeld passiert. Das ließ sich hier an dem Fall besonders schön abzeichnen, weil er wurde in dieser Anwaltskanzlei erschossen. Das heißt, jemand musste seinen Terminkalender gekannt haben. Und er musste auch die Person gekannt haben. Weil warum soll jemand ihn da abfangen, eine Person aus Düsseldorf, mitten in Berlin? Es musste jemand sein, der ihn gekannt hat. Und das ist natürlich spannend. Wer könnte das sein? Offenbar niemand, der zu irgendwelchen alten Seilschaften gehörte und auch kein verzweifelter Grundstücksnutzer, der jetzt sein Haus verloren hatte. Die Polizisten fangen also an, das Privatleben des Anwalts zu durchleuchten und befragen Freunde und Bekannte aus seiner eigentlichen Heimat, also aus Nordrhein-Westfalen. Dabei sind sie auch im Yachtclub unterwegs, in dem sich Hans-Jürgen L. gern aufgehalten hat. Und genau in diesem Yachtclub erfahren die Beamten ein pikantes Detail, das ein völlig neues Licht wirft auf diesen rätselhaften Mord.
Hans-Jürgen L. hat nicht nur eine Ehefrau, er hat auch eine Geliebte und das schon seit einigen Jahren, seine Sekretärin, deutlich jünger als er und zwar 22 Jahre. Wir nennen sie hier im Podcast Conny Pfahl. Und diese Beziehung war so etwas wie ein offenes Geheimnis, könnte man sagen. Denn Hans-Jürgen L. hat daraus kein Hehl gemacht, obwohl er ja noch verheiratet war. Aber seine Frau hat das offenbar toleriert und diese Zweitfrau auch akzeptiert. Das Spannende ist jetzt, dass Conny Pfahl diese Beziehung zunächst bestreitet, zumindest der Polizei gegenüber. Erst als die Ermittler immer wieder und beharrlich weiterfragen, gibt sie nach und nach zu, dass Hans-Jürgen L. mehr als nur ihr Chef war. Ja, und wer ist diese junge Frau? Conny Pfahl kommt aus einem kleinen Ort im Sauerland. Ihre Eltern lassen sich scheiden, als sie gerade eingeschult wird. Später beendet sie die Realschule mit sehr guten Noten und macht in ihrem Geburtsort auch eine Ausbildung, und zwar zur Rechtsanwalts- und Notargehilfin. Nebenbei besucht Conny noch eine Modelschule, und zwar in Düsseldorf. Und die Stadt gefällt ihr so gut, dass sie mit Anfang 20 beschließt, ganz dorthin zu ziehen. Sie hat verschiedene Jobs und fängt schließlich als Bürokauffrau an. Ihre Kollegen mögen sie. Sie gilt als pflichtbewusst und auch überaus fleißig. Und dort in Düsseldorf lernt sie nun auch Hans-Jürgen L. kennen. Sie ist beeindruckt von diesem eloquenten und durchaus großzügigen Karrieremenschen, obwohl er deutlich älter ist als sie, wird aus der Bekanntschaft nach und nach ein Liebesverhältnis. Hans-Jürgen L. stellt allerdings von Beginn an klar, er wird sich von seiner Frau nicht scheiden lassen, außer Conny würde schwanger werden und auch nur dann, wenn es ein Junge werden würde. Das ist schon eine bemerkenswerte Aussage. Ja. Offenbar wollte Hans-Jürgen L. eine Art Thronfolger haben. Und ohne den würde er nie komplett zu Conny wechseln. Ja, aber offenbar ist das für Conny in Ordnung. Sie beklagt sich zumindest nicht über die ihr zugestandene Rolle. Sie gibt sich als die verständnisvolle Geliebte, die nicht zu viele Fragen stellt und sich dem Terminkalender von Hans-Jürgen L. auch anpasst. Mittlerweile arbeitet sie dann auch für ihn und erledigt seine Schreib- und Büroarbeiten. Und Hans-Jürgen L. revanchiert sich dafür. Er führt seine Geliebte in die gehobene Düsseldorfer Gesellschaft ein, die ihr vorher verschlossen war. Und er verwöhnt sie auch mit teuren Geschenken. Möbel, ein eigenes Cabrio, noble Reisen. Tja, und dann kommt das Jahr 1991. Da gerät die Beziehung in eine schwere Krise. Conny ist mittlerweile Anfang 30, Hans-Jürgen Mitte 50. Wegen Umstrukturierungen verliert er seinen Job als Manager beim Reiseunternehmen LTO. Er gerät in ziemliche berufliche Schwierigkeiten, hat kaum noch Zeit für seine Geliebte. Sogar als Conny im gleichen Jahr, 1991, ins Krankenhaus eingeliefert wird und ihr per Notoperation ein Eierstock entfernt werden muss, lässt er sich nicht in der Klinik blicken. Conny fühlt sich von ihrem Liebhaber und Chef sehr im Stich gelassen. Zu dieser Zeit erweist sich dann aber ein anderer Mann als einfühlsam, hilfsbereit und verlässlich. Wir nennen ihn hier Robert Ernst. Auch seinen Namen haben wir geändert. Conny kannte Robert Ernst noch aus einem ihrer früheren Jobs. Er war in derselben Firma damals Kfz-Mechaniker und später dann auch Kfz-Gutachter. Und dieser Robert Ernst ist zu diesem Zeitpunkt Ende 20 und damit deutlich jünger als Conny, nämlich 6 Jahre. Und der ist Conny, wie wollen wir es formulieren, komplett verfallen. Aha. Ja, er besucht sie im Krankenhaus, er kümmert sich um sie, alles sehr hingebungsvoll und mit viel Zeit. Da ist eigentlich klar, was jetzt passieren muss. Ja, aber kannst ja förmlich erwarten, die beiden beginnen ein Verhältnis natürlich. Und ich gebe zu, also jetzt wandelt sich dieser Wirtschaftskrimi in eine Art Seifenoper. Eine Dreiecksbeziehung offensichtlich. Der erfolgreiche Anwalt, der eine Affäre mit seiner 22 Jahre jüngeren Sekretärin hat, die sich wiederum in einen sehr viel jüngeren Kfz-Mechaniker verliebt. Ja, und die wenigsten Probleme damit hat Conny. Ja. Klar. Ja. Sie lässt beide Beziehungen zunächst parallel laufen, zumindest für ein Jahr. Dann schreibt sie ihrem neuen Geliebten Robert einen Brief und stellt ihm eine baldige Trennung von Hans-Jürgen in Aussicht. Bis es aber soweit ist, darf er weiter nur abends zu ihr kommen, wenn Hans-Jürgen weg ist oder beruflich auswärts zu tun hat. Tja, aber manchmal ist ja nicht so einfach mit der Realität. Das heißt, das mit der Zweigleisigkeit hat nicht mehr so richtig gut funktioniert. Denn die Trennung von Hans-Jürgen schiebt Conny einfach immer weiter hinaus.
Und dann eines Tages begegnen sich die beiden dann auch noch in ihrer Wohnung, also die beiden Männer. Ja, und als Hans-Jürgen L. dann begreift, dass Conny noch einen Geliebten hat, da rastet er aus. Er verlangt, sie müsse den Kontakt zu diesem Mann sofort abbrechen und erklärt, man verlasse ihn nicht und schon gar nicht wegen eines kleinen Kfz-Mechanikers. Dann verlangt er, dass Conny in seinem Beisein ihre Mutter anruft, um ihr von ihrer Untreue zu erzählen. Außerdem droht er, er werde Conny und ihren neuen Freund wirtschaftlich vernichten, wenn die beiden sich nicht trennen würden. Was für eine Geschichte. Privat tritt Hans-Jürgen L. also offenbar ähnlich dominant und einschüchternd auf wie in seinen geschäftlichen Aktivitäten in Ostdeutschland. Conny ruft dann wirklich ihre Mutter an, so wie es Hans-Jürgen L. gefordert hat. Vielleicht auch, weil sie weiß, dass er gewalttätig werden kann, wie wir gleich noch hören werden. Lass uns zuvor noch mal über den Geliebten, den neuen Geliebten in Connys Leben reden, Robert Ernst, den Hans-Jürgen L. nur den kleinen Kfz-Mechaniker nennt, wo er längst auch als Sachverständiger arbeitet. Dieser Robert Ernst wirkt auf den ersten Blick wie das komplette Gegenteil von Hans-Jürgen L. Der stammt aus einer Schaustellerfamilie aus NRW. Seine Eltern hatten mehrere Geschäfte wie Autoscooter und Schießbuden und waren das Jahr über auf Jahrmärkten unterwegs im Raum Krefeld. Von seinen Mitschülern wurde Robert Ernst wegen seines Lebens auf dem Rummelplatz ziemlich beneidet. Nach der 8. Klasse verlässt er die Schule, weil er eine Lehre als Karosserie- und Fahrzeugbauer anfangen will. Die schließt er auch ab und das sogar als bester Geselle seines Jahrgangs. Später macht er auch einen Meister, wird wieder Jahrgangsbester und danach selbstständig. Als Sachverständiger für Kraftfahrzeuge und fliegende Bauten, also Karussells zum Beispiel. Robert Ernst hat bereits einen Sohn, lässt sich aber von der Mutter des Jungen scheiden. Und zwar 1992, das ist ungefähr um die Zeit, als die Beziehung zu Conny Pfahl enger wird. Er ist also nach der Scheidung frei und das sagt er auch zu Conny. Er würde sie ohne Wenn und Aber heiraten. Bei ihm müsste sie kein Leben als Zweitfrau führen, wie in der Beziehung zu diesem Hans-Jürgen L. Aber Conny tut sich schwer mit der Trennung von Hans-Jürgen L. Der bemüht sich jetzt wieder verstärkt um sie und schenkt ihr sogar einen teuren Ring zum Geburtstag. Das heißt, sie bleibt weiter mit ihm in Verbindung, aber eben auch mit Robert. Und den trifft sie auch weiterhin, teilweise sogar mehrmals in der Woche, wenn auch nur kurz. Manchmal sind es nur 10 Minuten nach der Arbeit oder in der Mittagspause. Auf jeden Fall steht aber fest, sie treffen sich immer heimlich. Als Conny ein weiteres Mal operiert werden muss und für 2 Wochen ins Krankenhaus geht, kümmert sich Hans-Jürgen L. um ihre Wohnung. Offenbar durchsucht er dabei auch ihre Schränke, denn er findet alte Liebesbriefe von Robert. Die nimmt er dann mit ins Krankenhaus zu Conny und zerreißt sie wutentbrannt vor ihren Augen, bis auf einen. Wie jetzt, merkwürdig, oder? Ja. Einen Brief zerreißt er nicht. Aber diesen Brief möchte er gern noch behalten und bei der nächsten Gelegenheit, Achtung, Connys Mutter vorlesen, um ihr zu zeigen, wie er betrogen worden ist von ihrer Tochter. Tja, offenbar hat er auch zu der Mutter eine ganz eigene Beziehung. Ja, irgendwie merkwürdig, oder? Ja. Mama soll es richten. Genau. Und dann kommt es zu der schon angekündigten Gewaltszene. Als Hans-Jürgen L. eines Tages das Auto seines Nebenbuhlers in der Nähe von Connys Wohnung vorbeifahren sieht, ist er außer sich vor Zorn. Er droht Conny in einem Restaurant, er würde sie hier vor versammelter Mannschaft schlagen, wenn sie nicht restlos ehrlich ist und ihm sagt, wie der aktuelle Stand mit Robert ist. Und dann wird's ernst. Zurück in ihrer Wohnung versucht er dann, Conny wirklich zu schlagen. Sie stürzt dabei, verletzt sich auch leicht. Hans-Jürgen L. zwingt sie erneut, ihre Mutter anzurufen und ihr zu erklären, dass sie ihn ein weiteres Mal betrogen habe und dass sie eine Hure sei. Und damit nicht genug, jetzt ruft er Robert an, den Nebenbuhler, und fordert ihn auf, nun endlich die Finger von seiner Freundin zu lassen. Und falls nicht, und jetzt wird er sehr drohend und sehr deutlich, falls nicht, werde er, also Hans-Jürgen, an seinem Grab spazieren gehen. Und auch Conny wird von ihm weiter bedroht. Er werde ihre geliebte Katze aufschlitzen, wenn sie ihn noch einmal hintergeht, sagt er zu ihr. Und dann diktiert er ihr einen Brief. Und zwar für den Fall, dass sie ihn doch wieder belügen würde. Dann müsste sie alles, was er ihr jemals geschenkt hat, zurückgeben. Sie würde jegliche Ansprüche verlieren. Dieser Brief stammt vom 17. Mai 1993. Noch sind es also 4 Monate bis zum Tod von Hans-Jürgen L.
In den Jahren davor hatte sich Conny oft von seiner dominanten Art einschüchtern lassen. Doch jetzt, wo die Drohungen so massiv sind, da hat sie offenbar weniger Angst. Sie denkt nicht daran, den Kontakt zu Robert abzubrechen. Im Gegenteil, die beiden treffen sich wieder häufiger und haben auch mindestens einmal Sex. Und nicht nur das. Dieser Druck, den Hans-Jürgen L. so massiv auf die beiden ausübt, der führt bei den beiden zu einem Gedanken, zu einem Entschluss. Der Anwalt muss weg. Und jetzt suchen Conny Pfahl und Robert Ernst jemanden, der genau das erledigen könnte. Hans-Jürgen L., ein Mann mit Macht und Einfluss und offenbar wenig Skrupel, wird sich rächen, wenn sich seine Geliebte von ihm trennt. Das ist klar für Conny und ihren neuen Freund Robert. Das heißt aus ihrer Sicht, der Anwalt muss sterben. Robert Ernst fragt bei einem ehemaligen Arbeitskollegen nach, ob es da vielleicht jemanden gibt, der für ausreichend Geld einen Mord begehen würde. Moment mal, da geht jemand einfach so zu seinem ehemaligen Kollegen und fragt, ob die zufällig einen Auftragsmörder kennen? Kaum zu glauben, oder? War aber so. War wirklich so und sowas passiert gar nicht so selten. Noch einmal Staatsanwalt Michael Petzold. Es kommt schon häufiger vor, dass Auftragsmorde beauftragt werden. Wenn wir in absoluten Zahlen schauen, dann sind das natürlich wahnsinnig geringe Fälle. Es hängt natürlich damit noch zusammen, dass nicht so viele Mordfälle passieren, wie man denkt. Und dass die Mordfälle, die dann per Auftrag begangen sind, noch mal weniger sind. Aber relative Zahlen ist es schon nicht selten. Man stellt sich jetzt das so vor, dass wir da einen Auftragsmörder haben, der das beruflich macht. So sind die Fälle häufig nicht gelagert. Hier war ja der Fall auch nicht so gelagert. Hier hat er letztlich Arbeitskollegen befragt, wer da jemanden kennt und ob man da was machen könnte. Und dann hat eins zum anderen geführt. Also das waren jetzt überhaupt gar keine professionellen Leute, die das als Beruf machen. Und so sind die Fälle tatsächlich häufiger. Also es sind dann Handlanger, die die Männer fürs Grobe sozusagen, die was eintreiben jetzt und sich dort Geld verdienen wollen. Das taucht nicht selten vor. Also Robert fragt einen Ex-Kollegen aus der Werkstatt, von dem er weiß, dass er Kontakte in die Zuhälterszene hat, also zu harten Jungs. Er erzählt ihm, wer da umgebracht werden soll und dass er bereit wäre, dafür 100.000 € zu zahlen. Und siehe da, dieser Ex-Kollege vermittelt ihm den Kontakt zu einem Mann, der offenbar Interesse hat, den Job zu übernehmen. Zuvor aber brauche man noch mehr Informationen über die Zielperson, also über Hans-Jürgen L. Und hier kommt jetzt wieder Conny ins Spiel. Sie erledigt für Hans-Jürgen L., der ja immer noch ihr Geliebter ist, auch diverse Bürotätigkeiten. Und deshalb kennt sie seinen Terminkalender natürlich genau. Für den vermeintlichen Killer, der den Mordauftrag übernehmen will, fertigt sie so eine Art Dossier an. Eine DIN A4-Seite voll mit Informationen über den Anwalt. Und dort im Dossier sind nicht nur Privatanschrift und Büroadresse aufgelistet, nein, auch alle Fahrstrecken, die er für gewöhnlich nutzt, alle Restaurants, in denen er regelmäßig verkehrt und auch welche Autos er fährt und deren Kennzeichen. Dazu packt Conny noch 2 aktuelle Bilder des Anwalts in den Hefter. All das will der Ex-Kollege jetzt den vermeintlichen Killer übergeben. Vereinbart wurde auf Wunsch dieses Ex-Kollegen und seines Kontaktes auch eine Anzahlung. Und zwar die Hälfte der vereinbarten 100.000 Mark, also 50.000 Mark. Zu zahlen in 2 Raten über jeweils 25.000 D-Mark. Robert löst für die erste Rate extra ein Festgeldkonto auf. Und für die anderen 25.000 muss er einen Kredit aufnehmen. Ja, und es gibt eine telefonische Absprache und danach übergibt Robert in beiden Fällen das Geld persönlich. Einmal auf einem Autobahnrastplatz und einmal auf dem Stadionparkplatz des 1. FC Köln. Doch wie der Mann genau aussah, der das Geld in Empfang nahm, das kann er später nicht sagen. Nee, weil er nämlich bei diesen beiden Treffen eine Maske getragen haben soll. Robert glaubt inzwischen, dass dieser maskierte Typ, der Kumpel des Kollegen, Kontakt zur Russenmafia aufgenommen hat und dass die am Ende den Job diskret erledigen wird. Doch dann gibt es ein Problem. Bei der zweiten Geldübergabe sagt der Maskierte, die Anzahlung reiche noch nicht. Die Russen bräuchten für die Tat noch einen LKW und das kostet nochmal 5.000 Mark.
Robert kriegt auch das hin. Er holt das Geld sofort vom Automaten und fragt nicht mal, warum genau das jetzt notwendig ist, dieser LKW. Ja, tatsächlich reicht ihm das Versprechen einfach dieses maskierten Mannes, dass der Auftrag noch in derselben Woche erledigt wird und man Hans-Jürgen L., so wörtlich, platt machen würde. Man würde sich zuvor zeitnah bei ihm melden. Er müsse lediglich dafür sorgen, dass die Zielperson, also der Anwalt, an diesem Tag X allein in seinem Auto ist. Und nun hockt Robert Ernst wie auf heißen Kohlen und wartet. Was er nicht weiß, sein Kollege und dessen angeblicher Zuhälterkumpel haben nicht eine Sekunde daran gedacht, einen echten Killer zu organisieren oder den Mord selbst auszuführen. Stattdessen wollten sie einfach nur sein Geld, ohne Gegenleistung. Deshalb auch die Vorauszahlung. Nach einer Woche haben die Auftragskiller noch immer nichts von sich hören lassen. Und Hans-Jürgen L. ist demnach immer noch quicklebendig. Robert Ernst wird langsam klar, dass er übers Ohr gehauen wurde. Und nun fragt er bei dem Ex-Kollegen nach, was da los sei. Doch der antwortet nur, dass er keinen Kontakt habe zu den Killern. Er wolle sich aber mal erkundigen, warum noch nichts passiert sei. Tatsächlich aber hatten er und sein Kumpel das Geld schon längst unter sich aufgeteilt. Na, das weiß natürlich Robert Ernst nicht. Der glaubt, auch sein Ex-Kollege ist reingelegt worden. Auf jeden Fall ist er jetzt sauer. 55.000 D-Mark für nix ausgegeben. Das Geld muss er abschreiben. Was soll er auch machen? Zur Polizei kann er ja damit nicht gehen. Deshalb will er das Ganze nun selbst in die Hand nehmen. Und er bespricht das weiter mit seinem Ex-Kollegen und diskutiert verschiedene Varianten. Man könnte ja entweder eine Bombe am Auto des Anwalts anbringen oder einen tödlichen Unfall provozieren. Später erkundigt sich Robert noch, ob der Kollege in seiner Werkstatt auch eine Schusswaffe zerkleinern könnte. Offenbar wollte er die Waffe auf diese Weise entsorgen. Das alles klingt ja so, als wollte Robert Ernst jetzt seinen Widersacher selbst höchstpersönlich aus dem Weg schaffen. Der ist mittlerweile wieder auf dem Weg von Düsseldorf nach Potsdam. Im Kalender von Hans-Jürgen L. steht für den 28. September 1993 ein Termin in einer Berliner Kanzlei. Morgens 8.30 Uhr am Kurfürstendamm. Und diesen Termin am Kudamm kennen wir ja schon. Genau. Während Hans-Jürgen L. den Abend vor dem 28. September bereits in Potsdam verbringt, besucht Robert seine Freundin Conny in ihrer Wohnung in Düsseldorf. Dort übernachtet er auch und soll die Wohnung dann sehr früh am Morgen verlassen haben. Ein paar Stunden später, gegen 9.30 Uhr, bricht Hans-Jürgen L. mit 5 Kugeln in seinem Körper auf dem Kurfürstendamm zusammen und stirbt. Hat Robert Ernst seinen Plan diesmal selbst umgesetzt? Noch bleiben einfach viele Fragen in diesem Fall, auch wenn die erste Mordkommission jetzt davon ausgeht. Diese Tat hier war kein Konkurrenzkampf im Immobiliengeschäft und auch kein Racheakt von enttäuschten Grundstücksbesitzern. Alles fokussierte sich jetzt auf Conny und Robert. Klar, weil Conny hatte als Sekretärin und Geliebte von Hans-Jürgen L. einen genauen Überblick über seine Termine. Und für Robert war der reiche Anwalt der störende Nebenbuhler in dieser Dreiecksbeziehung. Außerdem wurde er massiv bedroht von ihm, genauso wie Conny, die noch dazu ein extra Motiv hatte. Denn die Ermittler fanden jetzt heraus, dass sie von dem Tod ihres Liebhabers, also Hans-Jürgen L., finanziell profitieren würde. Und zwar über eine Lebensversicherung. Sollte Hans-Jürgen L. sterben, würde sie mindestens 100.000 D-Mark bekommen. Bei einem Tod durch Unfall sogar 300.000. 4 Monate nach dem Mord werden Conny Pfahl und Robert Ernst in Nordrhein-Westfalen festgenommen und nach Berlin überstellt. Denn hier am Tatort soll später auch die Gerichtsverhandlung stattfinden. Hier kommen die beiden in U-Haft und hier werden sie weiter vernommen. Da klingt ja alles so, als wäre der Mord nun aufgeklärt. Robert Ernst, so sieht es aus, war der Todesschütze. Beim Prozess werden er und Conny Pfahl aber immerhin wegen gemeinschaftlichen Mordes angeklagt. Ja, es gibt nur ein Problem. Ach so? Robert sagt, er war es nicht. Er war nicht der Schütze. Ja, will ich ja auch sagen, wenn ich dann immerhin nicht bestraft werden würde. Aber vielleicht hat er ja recht, denn so ein paar Dinge passen nicht zusammen. Nehmen wir mal die Aussage der beiden Angeklagten, Conny und Robert. Die widersprechen sich ziemlich deutlich.
Conny Pfahl bestreitet zum Beispiel vor Gericht, überhaupt ein intimes Verhältnis zu Robert Ernst gehabt zu haben. Tja, dagegen sprechen allerdings diese romantischen Briefe, die sie und Robert Ernst sich geschrieben haben. Und auch Aussagen von Zeugen, die die beiden als sehr verbunden erlebt haben. Ja, aber Conny hält weiter dagegen und sagt, die Beziehung zu Hans-Jürgen L. hätte sich zuletzt weiter verbessert und er hätte sie jetzt sogar heiraten wollen. Außerdem behauptet sie, von dem geplanten Mord an Hans-Jürgen L. überhaupt nichts gewusst zu haben. Aber auch das kann nicht stimmen. Sie war ja diejenige, die das Dossier über den Anwalt zusammengetragen hat und dafür gesorgt hat, dass sogar aktuelle Polaroid-Fotos besorgt wurden. Diese Infosammlung für den Killer hatte Robert Ernst ja dann an seinen Ex-Kollegen weitergeleitet. Das wurde so auch alles vor Gericht bestätigt. Die Strafkammer hält Connys Aussagen deshalb für nicht glaubwürdig. Robert Ernst dagegen hat sich für ein anderes Aussageverhalten entschieden. Er hat gleich bei der ersten Vernehmung in Berlin gestanden, ja, er und Conny hätten den Plan gefasst, Hans-Jürgen L. töten zu lassen. Also eine Art Teilgeständnis, was die Auftragsvergabe betrifft. Vermutlich war ihm nach dem Verlesen des Haftbefehls und der Vorwürfe gegen ihn schnell klar geworden, dass Leugnen absolut sinnlos ist. Es wussten einfach zu viele Leute von der Idee, den Anwalt umbringen zu lassen. Deshalb wollte er von Beginn an zumindest nach außen hin reinen Tisch machen und damit als glaubwürdig gelten. Und das war enorm wichtig für ihn, denn seine zentrale Aussage war ja, man wollte einen Killer beauftragen, was da nicht klappte, aber er selbst war auf gar keinen Fall der Todesschütze. Er ist nicht der Mörder. Tja, ist nur die Frage, wer soll's dann gewesen sein? Es gibt keinen anderen Verdächtigen. Die Beschreibung des Täters passt auf Robert Ernst. Anfang 30, dunkles Haar, 1,85 Meter groß, gepflegtes Aussehen. Ja, ein Motiv hat er auch gehabt. Außerdem gibt es Aussagen seines Ex-Kollegen aus der Kfz-Werkstatt, der erzählte, Robert habe mit dem Mord an dem Anwalt geprahlt. Und er habe erzählt, dass er früh morgens nach Berlin gefahren sei, um Hans-Jürgen L. zu töten. Tja, und jetzt kommt die nächste Wendung in dem Fall. Robert Ernst hat ein Alibi für den Morgen, an dem die Tat verübt wurde. Genau das macht diesen Fall bis heute so rätselhaft. Wir haben ja gerade erzählt, dass Robert Ernst die Nacht vor dem Mord bei Conny in Düsseldorf verbracht hatte, dass er dann sehr früh in den ersten Morgenstunden aus dem Haus ging. Nochmal zur Erinnerung, gegen 9:30 Uhr wird Hans-Jürgen L. in Berlin erschossen. Aber kurz danach soll Robert Ernst, der angebliche Täter, schon wieder in einem Vorort von Düsseldorf gesehen worden sein, nämlich in Karst. Tja. Das bringt die Anklage gegen ihn natürlich ins Wanken. So schildert es auch Staatsanwalt Michael Petzold. Hier gab es einen Zeugen, der gesagt hat, dass der Angeklagte in Karst war. Und zwar kurz nach der Tat. Relativ kurz nach der Tat. Jetzt hat das Gericht geschaut, wie ist die Wegstrecke zwischen Karst und Berlin? Kann es sein, dass er am Morgen in Berlin war und dann gegen Mittag in Karst? Dort hat das Gericht gesagt, nee, das ist nicht möglich. So schnell kann er da nicht zurückgefahren sein. Und dementsprechend waren Zweifel, ob er tatsächlich in Berlin war. Und wenn Zweifel sind, dass er in Berlin war, dann sind Zweifel daran, ob er geschossen hat. Und wenn er nicht geschossen hat, dann ist er nicht der Täter. So, jetzt mache ich mal ein bisschen auf naiv. Was ist denn, wenn der Zeuge, auf den sich das Alibi des Angeklagten stützt, gelogen hat? Was heißt hier naiv, Elli? Passt nicht zu dir. Das ist eine absolut wichtige Frage, vor allem, wenn das Alibi so entscheidend für diesen Prozess ist. Dazu nochmal Michael Petzold. Was ist, wenn der Zeuge gelogen hat? Ja, es stellt sich oft die Frage, ob Zeugen lügen oder nicht. Aber das ist Frage des Gerichts, Frage des Richters. Und hier war es so, dass die Richter dem Zeugen geglaubt haben. Die Ermittler haben natürlich das Ganze überprüft. 2 Polizisten sind zur gleichen Zeit von Berlin nach Karst gefahren, um herauszubekommen, ob das zeitlich möglich gewesen wäre, morgens den Mord am Kudamm zu verüben und ein paar Stunden später in Karst am Kaffeetisch zu sitzen. Diese Testfahrt ergab dann, dass Robert Ernst es niemals in dieser Zeit von Berlin nach Karst hätte schaffen können. Zumal zum Tatzeitraum viele Baustellen auf dem Weg waren. Es war einfach unmöglich. An diesem Alibi für die Tatzeit haben sich nicht nur die Mordermittler die Zähne ausgebissen, auch die Anklage, die Staatsanwaltschaft im Prozessverlauf.
Es konnte vor Gericht nicht bewiesen werden, dass Robert Ernst der Todesschütze vom Kudamm war, der Mörder seines Nebenbuhlers Hans-Jürgen L. Aber trotzdem gab es eine Verurteilung der beiden Angeklagten. Denn das Gericht hatte keinen Zweifel, dass Conny Pfahl und Robert Ernst gemeinsam nach einem Killer gesucht hatten, um Hans-Jürgen L. umbringen zu lassen. Sie wurden beide wegen versuchter Anstiftung zum Mord schuldig gesprochen. Robert Ernst bekam 5 Jahre und 6 Monate und Conny Pfahl 3 Jahre und 3 Monate Haft. Bis heute wissen wir also nicht, wer der Mann war, der Hans-Jürgen L. am 28. September 1993 direkt am Kudamm erschossen hat. Wir können mutmaßen, wir können spekulieren, aber es gibt keine Gewissheit. Gibt es trotzdem eine Chance, dass der Fall noch mal endgültig geklärt werden kann? Das letzte Wort heute hat Staatsanwalt Michael Petzold. Es ist nicht unwahrscheinlich, dass 30 Jahre später jemand verurteilt wird. Das kommt auch gar nicht selten vor, dass Leute Jahrzehnte nach der Tat verurteilt werden, weil neue Beweismittel ans Licht treten. Hier in dem Fall muss man allerdings sagen, die Tat wurde von Zeugen beobachtet, die damals vernommen wurden. Der Täter konnte damals nicht gefasst werden. Die Erfolgsaussichten sind nicht besonders hoch, dass da noch weitere Beweismittel ans Licht treten und dass dieser Mord jemals aufgeklärt wird. Vielen Dank fürs Zuhören. Wir sind im Visier, Verbrecherjagd in Berlin und Brandenburg. Und in 2 Wochen geben wir Ihnen hier einen Ausblick auf unser Sommerprogramm. Klar, denn im Visier macht natürlich keine Pause. Den ganzen Juli über und den ganzen August hindurch berichten wir über echte Verbrechen in Berlin und Brandenburg. Zu hören in der ARD-Audiothek und zu sehen auch auf YouTube. Tja, und so langsam nähern wir uns dabei auch einem Jubiläum. Im Spätsommer kommt die 100. Folge von Im Visier. Welchen Fall wir dafür ausgewählt haben, lassen Sie sich überraschen. Wir machen es spannend. Aber wir haben noch eine kleine Empfehlung für Sie, für einen neuen Podcast vom SWR. Die Könige von Malle heißt er. Ja, und da geht's um 4 außergewöhnliche, fast unglaubliche Lebensläufe, die sich alle auf Mallorca abgespielt haben. Zum Beispiel um die Geschichte von Hasso Schützendorf, der dem Tod so oft entronnen ist, dass er gar nicht mehr an Sterben glaubte und der auf Mallorca das erste Mietwagenimperium aufgebaut hat. Außerdem um den Schlagerkönig Jürgen Drews, der sein eigenes Königreich, eben Mallorca, eigentlich hasste. Und es geht um 2 Männer, die als Könige der Nacht jahrelang erbittert um die Vorherrschaft am Ballermann gestritten haben. Ein Streit, der die ganze Insel geprägt hat und beide steinreich gemacht hat. Also, die Könige von Malle gibt es ab jetzt in der ARD-Audiothek, genauso wie im Visier. Und wenn es Ihnen heute gefallen hat mit uns, dann freuen wir uns wie immer über eine gute Bewertung und freundliche Rezension. Danke, dass Sie heute bei uns waren. Danke fürs Zuhören. Ein Gedanke fehlt noch, klar. Das Böse ist vor allem die Abwesenheit von Empathie. Also egal, was Sie jetzt noch tun, seien Sie empathisch. Das Leben ist zu kurz, um böse zu sein.